Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf EMTB News. Wir haben hier einen großen Vergleichstest gemacht. Mitch, was haben wir verglichen? Wir haben verschiedene Light-EMTBs verglichen und das Ganze in Tschechien, in Plzeňák, also in einem ziemlich spannenden Bikepark. Light-EMTB, nicht zwingend leichte E-Mountainbikes, sondern eher Light-Support E-Mountainbikes. Light-Support. Genau, also nur, dass wir es ein bisschen einordnen können. Hier geht es nicht darum, dass wir irgendwelche 16,5 Kilo leichten E-Bikes durch die Welt geschoben oder getragen haben, sondern wir haben E-Mountainbikes mit etwas weniger Support oder vielleicht auch mit viel Support, je nachdem. Genau. Beginnen würden wir mit dem Centurion No Pogo SL R8000i. Wahnsinnig langer Name, ganz kurz. Ich erkläre mal das Naming hier, weil das R8000i bedeutet Folgendes. Wenn bei Centurion, vielleicht weißt du das auch nicht, ich erkläre es mal. Ich weiß das nicht. Wenn bei Centurion, bei einem E-Bike, ein R in der Typologie drin ist, dann handelt es sich um ein Rad mit Bosch-Motor. Warum? Weil Herr Bosch mit Vorname Robert hieß. R wie Robert, fertig aus ist es. Es gibt noch welche mit F, da ist immer ein Shimano-Motor drin. F wie meine Eselsbrücke Fernost. Aha, okay. Das funktioniert tatsächlich, also könnt ihr mal ausprobieren. Hier, wie gesagt, im No Pogo SL Bosch Performance SX Motor. Genau, vielleicht mal die Hard Facts zum Rad. Also wir haben auf jeden Fall schon mal 150 mm an der Front, 140 oder 145 mm am Heck. Fox-Ausstattung, also ein Fox Factory Fahrwerk mit einer 36er und einem Float Factory Dämpfer. Ja, Mallet-Aufbau war es. Also 29 vorne, 27,5 hinten. Wir haben einen verbauten 400 Wattstunden Akku. Der ist fest verbaut in dem Fall. Der ist fest verbaut. Gibt es noch einen Range Extender von Bosch dazu mit 250 Wattstunden. Gewogen haben wir das Centurion mit 18,9 Kilogramm ohne Pedale. In Rahmengröße L. In Rahmengröße Weil wir L. haben es über das Testfeld hinweg alles in Rahmengröße L. Deswegen ist das vielleicht noch eine wichtige Info dazu. Also das Rad geht leichter. Auf jeden Fall, wenn man es in M oder S vielleicht sogar hat. Ja. In dem Bereich, wie gesagt, waren wir bei ein bisschen was unter 19 Kilo. Preislich liegen wir hier Bei 9.999 €. Genau. Das wären mal so die Hard Facts zum Rad. Einsatzzweck, was meinst du, wo sieht das Rad Centurion? Ich würde sagen, irgendwo im Bereich Trail All Mountain. So würde ich es jetzt kategorisieren. Und auch Centurion platziert es auch in dem Bereich. Und ich finde, da gehört es auch hin. Also 150, 145 kann man schon als All Mountain auch benennen. Ja, für mich ist es auch ein kleines All Mountain oder eben ein großes Trailbike, je nachdem, wie man das. Die Definition ist da ja eh so ein bisschen. Schwimmt total. Wir hatten es ja im Vorfeld schon drüber. Mitch und ich, wir sehen es ziemlich ähnlich. Eigentlich sind das alles Trailbikes und dann gibt es nochmal, sagen wir mal, ab 180 mm gibt es vielleicht das Super Enduro Freerider und dann noch das Downhill-Bike. Und der Rest ist Trailbike, Punkt aus. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, das würde den Rahmen hier sprengen, weil wir wollen ja über das Centurion No Pogo SL ein wenig sprechen. Wichtiger oder zentraler Punkt an dem Rad ist ja immer das Motorsystem. Exakt. Und hier haben wir verbaut einen Bosch Performance SX. Der hat so ein paar Unterschiede zu anderen Motoren, auf jeden Fall. Das Motorsystem an sich ist, wie man es von Bosch kennt, in sich geschlossen. Ist ein solides System. Der Motor ist ein bisschen leichter als beim CX, ist vom Einbauvolumen genauso. Wir haben einen 400 Wattstunden Akku, der fest verbaut ist. Wir haben es schon gesagt, einen 250er Range Extender noch dazu packen. Es gibt die LED-Remote im Oberrohr oder den LED-Controller, heißt es besser, und die Mini-Remote am Lenker, um die Modi durchzuwechseln. Zusätzlich können wir über die Bosch eFlow-App die Modi noch ein bisschen anpassen. Also man könnte theoretisch, wir sind ja unter uns, also ich mache das tatsächlich ganz gern, hier den Turbo-Modus auf +5 stellen, dann fährt sich der SX fast wie ein kleiner CX. Aber das nur so unter uns. Ich meine, der SX hat ja auch schon ab Werk 600 Watt, korrekt? In der Spitze, wenn man ihn richtig pedaliert, dann kann er bis zu 600 Watt und damit liegen wir auf dem Level von einem Bosch CX oder einem EP8 von Shimano oder selbst ein Brose macht eigentlich auch nur das.
Und das ist ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal tatsächlich von einem SX-Motor gegenüber anderen Light-Support-Motoren. Wenn man dagegen zum Beispiel nimmt einen TQ HPR 50, der in der Spitze nur 300 Watt schafft, oder ein Specialized SL 1.2, der 320 Watt schafft, da liegen da natürlich Welten dazwischen. Gerade für uns, die ein bisschen schwerer sind auf dem Rad, wenn es berghoch geht, dann schiebt das Ganze einfach ein bisschen mehr. Das muss man ganz klar sagen. Ja, und so definitiv. fühlt es sich auch an. Ja, das war auch hier in unserem Vergleichstest definitiv spürbar. Die verschiedenen Motorenkonzepte, die wir da hatten. Ja. Apropos Vergleichstest. Ich würde sagen, euch interessiert wahrscheinlich sehr, wie sich das Centurion No Pogo SL auf dem Trail so gemacht hat. Mitch, wie war das Rad? Ich muss vorneweg sagen, Centurion für mich das erste Mal, dass ich in Centurion gefahren bin, und es war für mich eine ziemlich große Überraschung, muss ich sagen. Also ich habe das Fahrrad wahrscheinlich auch einfach ein bisschen unterschätzt. Und es hat mich sehr überrascht, sehr positiv überrascht, denn es hat eine sehr, sag ich mal, knackige, poppige Fahreigenschaft. Also es ist eher straffer unterwegs. Das kann auch die Kombination aus den Parts, dem steifen Carbonrahmen sein, plus eben ein straff abgestimmtes Heck. Aber für mich unterm Strich trotzdem potent, gut fahrbar, auch im Bikepark, wo wir unterwegs waren, der teilweise ziemlich roughe Pisten hatte und ja, und unterm Strich auf jeden Fall für mich die größte Überraschung im Test. Aber fangen wir erst mal an beim Appel. Also im Appel muss man sagen... Da grätsch ich noch kurz rein, Mitch. Für mich war es die gleiche Überraschung. Ja. Das Rad hat mich auch ziemlich abgeholt, wo ich am Anfang dachte, okay, wir haben hier das Rad mit dem wenigsten Federweg. Noch dazu ist es dann Mallet, wo ich so denke, bei dem Federweg am Heck könnte man auch Full 29 fahren. Motormäßig war mir klar, das wird eine Bombe sein. Aber vom Rad selber war ich wirklich überrascht. Ich habe mich sehr darauf gefreut auf den Test, weil ich das Rad optisch ziemlich heiß finde. Und dann hat es mich auch richtig abgeholt, das Ding. Ja, definitiv. Ich meine, die Werte, die es hat, passen ja auch. Also es hat irgendwie in Größe L 475er Reach. Das ist für mich vielleicht ein bisschen auf der kurzen Seite, aber grundsätzlich für ein L im Rahmen. Genau, für dich passt das ziemlich gut. Der Stackwert liegt so bei knapp 640, also 639 in dem Fall, was grundsätzlich jetzt nicht besonders tief ist. Dafür hat man aber einen relativ flachen Lenker und so weiter verbaut. Also die größeren Tester, unter anderem ich und der David, wir hätten uns ein bisschen höheren Lenker gewünscht, also mehr Rise. Bin ich voll dabei. Genau, dass man einfach noch mal ein bisschen aufrechter am Rad steht, aber grundsätzlich war das kein Problem. Man gewöhnt sich da natürlich dran nach ein paar Fahrten. Lenkwinkel 65,5, also auch absolut im Bereich Trail. Ja, völlig in Ordnung. Und der Sitzwinkel, der kommt so auf knappe 77 Grad, was ausreichend steil ist. Und das hat auch die Position im Appel wiedergegeben. Also man hat sich relativ komfortabel positionieren können im Fahrrad, relativ mittig, zentral. Der Motor hat natürlich richtig angeschoben. Also das ist natürlich auch gerade im Vergleich zu den anderen Bikes im Test schon eine Hausnummer. So ein Auf jeden Fall. Test. Also es ist im Bereich Light Support der stärkste Motor, den man aktuell kriegt. Und kommen wir noch mal ganz kurz zurück in Richtung Stack oder Cockpithöhe. Ja. Das war für mich genauso wie für euch. Ich hätte mir an dem Rad tatsächlich einfach einen höheren Lenker gewünscht. So, der hat fast gar keinen Rise, der montiert ist, und ich hätte da lieber gern einen, der ein bisschen mehr Rise hat, weil dann steht man einfach ein bisschen souveräner im Rad, sage ich immer ganz gern. Man ist mehr so stolz und kann so vor sich hinfahren. Der Vorteil natürlich von der flachen Front ist in dem Fall, du hast relativ viel Druck auf dem Vorderrad, was aber in dem Fall auch jetzt nicht negativ war. Also du hattest jetzt nicht zu viel Druck auf den Handgelenken beim Appelfahren, aber du hattest natürlich viel Anpressdruck, gerade in flacheren Trailsegmenten oder grundsätzlich auf dem Trail, einfach weil du ein bisschen mehr nach vorne gelehnt bist dadurch. Das hat also auch am Ende auch Vorteile. Das ist natürlich auch alles Geschmackssache, muss man dazu sagen. Auf jeden Fall. Ja, also es hat im Appel auf jeden Fall schon mal überzeugt. Es ist effizient, gute Sitzposition und natürlich richtig Power. Ja, klettert ziemlich gut. Ziemlich gut. Machen wir mal weiter, würde ich sagen, Richtung Downhill bzw. Trail. Also ich muss sagen, da hat es mich vor allem überrascht, weil ich meine, Appel-Eigenschaften habe ich mir schon gedacht. Das wird schon relativ effizient laufen, Bosch SX etc. Aber im Downhill hat mich vor allem
die Fahreigenschaft, dass es super präzise ist. Also du kannst damit relativ agil fahren. Ja, Dazu das straffe Fahrwerk macht das straffe Fahrwerk, das Setup, irgendwie die Rahmenkonstruktion, das wird wahrscheinlich alles zusammen sein am Ende. Du kannst es super gut platzieren, du kannst präzise damit fahren, du kannst an Kanten abziehen. Es gibt natürlich ein bisschen mehr Feedback. Also du kriegst ein bisschen mehr durchgereicht vom Trail, was aber auch nicht immer verkehrt ist. Also du spürst halt, was abgeht unter dir. Und es ist halt kein plusher Ride. Es ist jetzt nicht zwingend für den super Anfänger gedacht, genau. glaube ich, weil es verzeiht nicht so viel. Es verzeiht nicht so viel. Es will präzise gefahren werden, aber wenn ich es präzise fahre, dann ist es wie Messerschneide genau. und also dann macht es sein Zeug. Ich bin super damit klargekommen. Es war auch eins der letzten Räder, das ich getestet habe. Also ich hatte schon vorher die ganzen anderen Bikes durch und bin dann auf Centurion als letzter. Und war trotz, dass ich sozusagen das ein bisschen sattere Fahrgefühl von manch anderen Konkurrenten im Test hatte, war ich trotzdem mega angetan von diesem spritzigen und präzisen Fahrgefühl. Weil man konnte sich schnell darauf einstellen. Ich habe mich relativ schnell wohlgefühlt auch drauf und konnte damit auch ziemlich schnell fahren. Und ja, alles in allem muss ich sagen, Downhill-Performance für mich tipptopp. Ja. Natürlich mit ein paar Grenzen. Also es ist nicht ganz so satt und weckt vielleicht nicht so viel Vertrauen wie manch andere in dem Test. Aber ich hatte keinerlei Probleme. Ja, auch nicht durch die sehr dünnen Reifen, die montiert waren von Schwalbe, inklusive Schläuche. Das hat mich am Anfang so ein bisschen, ja, ich habe das ein bisschen kritisch beäugt. Ich wurde aber eines Besseren belehrt, weil es hat super funktioniert. Es liegt vielleicht auch natürlich an der Kombi, wo wir es getestet haben. Im Trailpark Plzeňjek in Tschechien haben wir es getestet. Da ist natürlich viel gebaut und viel. Es gibt auch ein Paloma, oder die einfach durch den Wald gehen, aber da funktionieren die Reifen auch sehr gut. Und auf so gebauten Sachen, ja, Luftdruck ein bisschen erhöhen, theoretisch auf einem Flowtrail. Und dann kann ich da richtig durchzünden. Also mir hat das Rad auch mächtig viel Spaß gemacht dort auf den Trails. Überraschung überhaupt, ja, würde ich auch sagen. Ja, genau. Und auch auf flowigeren Trails funktioniert super. Es lässt sich super gut pushen über Wellen und so weiter, weil es eben auch so einen effizienten Charakter hat, ne? Und ein bisschen strafferes Base-Setup. Funktioniert es auch gerade da ziemlich gut. Mitch, wir haben natürlich auch darüber geredet, wo wir das Rad sehen. Also, ihr wisst es ja schon, wir kategorisieren ganz gern Bikes in dem Bereich, für wen sie geeignet sind. Anfänger, fortgeschritten, ambitioniert fortgeschrittene Profis. Und es gibt Räder, die funktionieren von bis, also über alles hinweg. Es gibt Räder, die begrenzen ein bisschen irgendwie. Und es gibt Räder, die fordern mehr und damit sind sie für einen Anfänger weniger geeignet. Wo haben wir das Centurion jetzt eingepackt? Also wir haben auf jeden Fall auch ziemlich einstimmig festgehalten, dass es für Fortgeschrittene bis ambitioniert Fortgeschrittene geeignet ist. Also sozusagen der Anfänger vielleicht nicht ganz so abgeholt wird, einfach durch die straffe Charakteristik, dass es nicht so verzeihend ist, dass du halt schon wissen musst, was du tust, mehr oder weniger. Ne? Die Linienwahl stimmen sollte und so weiter. Du einfach mehr Feedback bekommst vom Untergrund. Und der Profi, sag ich mal, der richtig hämmern will und Vollgas geben will, vielleicht auch Rennen fahren will, der ist vielleicht ein bisschen limitiert dadurch. Genau. Ja, und deswegen für Rennen ist es wahrscheinlich auch ein bisschen zu wenig. Das Konzept geht da auch nicht. Das Konzept ist einfach in eine andere Richtung. Genau. Also, was man noch sagen muss, ich finde, was aufgefallen ist bei dem Rad, es ist ein bisschen mehr aus Richtung Marathon fast gedacht, das Rad. Vielleicht Supermarathon. Also, man merkt, dass dass das Produktmanagement da eher in dem Bereich zu Hause ist. So ist auch so ein bisschen die Wahl von manchen Anbauteilen, wie eben zum Beispiel die etwas schlankeren Reifen und so weiter. Aber das Konzept geht auf. Für mich auf jeden Fall, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, echt eine Überraschung in unserem Vergleichstest. In dem Vergleichstest haben wir übrigens noch 5 andere Light EMTBs getestet. Wir hatten nämlich mit dabei das Focus Jam Square SL, wir hatten dabei Orbea Rise LT, Specialized Levo SL, Scott Voltage E-Ride und das Santa Cruz Heckler SL. Die ganzen Tests, die findet ihr natürlich in den anderen jeweils Videos und Artikel. Wir packen aber mal einen Artikel dazu hier in die Description mit rein. So wird's gemacht. So wird's gemacht. Ich denke, wir sind durch mit dem Rad. Wenn ihr irgendwie noch Fragen zu dem Rad habt, postet es hier in die Kommentare. Wir werden das Ganze beantworten. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, weil nur so kriegt ihr die neuesten News und die neuesten Tests. Wie gesagt, dazu Vergleichstests, gibt noch 5 andere spannende Light EMTBs und am Ende, wir sind schon elektrisch und ihr bleibt elektrisch.